nachdem es gestern Abend kein Abschlussvideo mehr gab, weil wir gestern Abend einfach eingeschlafen sind, starten wir jetzt heute Mittag 5 und holen jetzt gleich den Mietwagen ab und fahren dann in die Outlets und nach Walmart etc. etc. Also Shopping-Tag heute. Ja, gestern wollten wir eigentlich noch einen Cocktail trinken aber Miriam hatte so Kopfschmerzen und irgendwie wurde ich dann auch müde und dann haben wir beide schon wie alte Menschen ab 8 Uhr ungefähr geschlafen. Ja, sowas braucht man dann auch mal. Und ja, jetzt heute hoffen wir, dass wir erfolgreich sind in den Disney Outlets. Und wir freuen uns mal wieder. So, Miriam. So, Danny. Da bist du wieder. Da bin ich. Wo warst du denn die ganze Zeit? Wir waren in den Outlets und im Walmart und vorher unseren Wagen abholen. Was sehr, wie nennt man das? Komisch war. Ja. Also, ja, nur erklär du. Ja, wir haben Kategorie Mustang oder Camaro oder so, Convertible auf jeden Fall. Haben wir gebucht und dann sollten wir warten. So ein paar Minütchen. Der Wagen wäre gerade in einem Check und würde dann sofort kommen. Und dann saßen wir da und nach 20 Minuten, die wir dann gewartet haben, kam dann der Mitarbeiter raus und sagte, dass er leider kein Camaro und kein Mustang mehr hat und wir können aber für ein ganz wenig Geld die Corvette nehmen aber er könnte uns auch noch einen Buick anbieten. Er wäre zwar nicht so schön wie ein Mustang oder ein Camaro, aber ja, das würde alles dann gehen oder wir können uns auch einen anderen Wagen aussuchen. Dann haben wir gesagt, nee, dann nehmen wir den Buick und dann ist das so. Und dann hatten wir uns schon entschieden, weil es halt dann doch noch mal länger gedauert hat und wir dann weiterhin gewartet haben, haben wir gesagt, dann lass uns doch einfach Midsize-SUV nehmen. Dann sind wir reingegangen, wollten gerade sagen, können wir kein Midsize-SUV haben. Und hat gesagt, oh, ich habe doch gerade doch noch einen Camaro gefunden, der ist gerade in der Wäsche und der wird Ihnen dann doch jetzt zugeführt. Ja, und dann irgendwie 5 Minuten später hatten wir dann unseren weißen Camaro, der sich sehr schön fährt, der auch ein schönes Geräusch macht. Miriam sagt, auf keinen Fall hört er sich so an wie ein Mustang. Ich weiß nicht, woher sie es so genau weiß. Ja, muss dann schon gehört haben. Ja, auf jeden Fall fährt er sich sehr schön. Wir haben noch nicht rausgekriegt, wie man das Verdeck öffnet. Er zeigt immer was an, irgendwie, ne, das und das müssten wir noch machen. Kriegen wir aber auch noch raus. Ja, und jetzt waren wir halt einkaufen. Und gleich geht's ab ins Animal Kingdom. Da haben wir noch Fastpass für Dinosaur und für Flight of Passage. Und ja, jetzt gucken wir uns einfach nochmal an, was wir gekauft haben. Was wir erstanden haben an tollen Sachen. Das ist eine Haushose mit Grumpy für die Miriam. Dann ein Toy Story T-Shirt von Walmart, also die Hose ist auch von Walmart. Dann aus den Disney Outlets diese beiden Taschen, sehr cool. Aufkleber, Pins, ein T-Shirt für die Miri, ein Pullover für mich, ein T-Shirt vom Haunted Mansion für mich, Socken, nochmal Socken, eine Kapuzenjacke mit ganz viel Mickey und Minnie für die Miriam und Schuhe für das Alice-Kostüm von der Miriam. Ja, und bei Walmart waren wir gesunde Sachen kaufen. Ah ja, und die Tasse, die habe ich auch noch gekauft. Sie ist sehr cool. Squeaky, squeak, squeaker, squeakin'.
sehr cool. Ja, Getränke haben wir dann auch nochmal gekauft, weil der Weg so weit ist, immer um die Max voll zu machen. Und wenn man dann abends mal keine Lust hat, kann man einfach mal ein Döschen Cola trinken. Ja, so war bisher unser Tag. War jetzt nicht so spektakulär. Und morgen, was machen wir morgen? Morgen fahren wir in die anderen Outlets, in die Florida Mall und zum Target. Und abends haben wir, glaube ich, auch irgendwelche Fastpass, aber ich weiß nicht wofür. Weiß ich auch nicht. Ja, wie gesagt, das waren unsere Einkäufe. Wir sind ganz zufrieden, aber da geht noch mehr. Finde ich auch. Ja. Aber Jetzt ich habe sagt, ja auch schon in den Disney Parks, haben wir das gefilmt? Das T-Shirt? was? Wir haben uns in den Disney Parks auch schon T-Shirts, also ich habe mir schon ein T-Shirt geholt. Weil wir haben gelernt. Also bei Miriam sieht es halt immer überall so aus. Das sind alles Sachen von der Miriam. Ich schmeiß sie mal abends dahin und so, zieh ja nur mal an. Ja, ist auch so. Ja, das T-Shirt hat die Miriam geholt vom Food and Wine Festival. Und wir haben gelernt, bevor es nicht mehr in der Größe zu haben ist, schnell kaufen. Also ich bin auch noch auf der Suche nach 2 T-Shirts. Einmal Jessica Steiner mit Jessica Rabbit und ein Walt Disney World T-Shirt. Sobald es in meiner Größe irgendwo zu haben ist, werde ich es kaufen, aber momentan gibt es das immer nur in S oder in XL. S ist ein bisschen zu klein und XL ein bisschen zu groß. Wir warten ab. Aber wir sind ja noch ein paar Tage hier und drücken uns selbst die Daumen. Wir sind jetzt wieder auf dem Weg Und Animal Kingdom. ins Animal Kingdom. Wir haben uns ein bisschen ausgeruht, indem wir ein Sub von Walmart gegessen haben, was sogar ganz lecker war. Ja. War schön dick belegt mit frischem Salat und auch lecker Wurst, Und ein bisschen Käse. ein bisschen Käse. Käse war jetzt nicht so vielfältig. Nee, aber wie es sich dann für Amerika gehört, sondern als Beilage noch Senf Nee, das und kann's bei mir auch nicht geben, ne? Mayonnaise gibt es noch dazu. Ja. Und ja, sind wir noch lecker warm. Da kommt wieder ein Bus, der zur Epcot fährt. Und ja, wir wollen gleich in der Nomad Lounge ein Cocktail trinken. Mal schauen, ob es uns diesmal gelingt. Wir sind ja schon seit dem ersten Tag dran, dass wir Alkohol trinken wollen. Bisher hatten wir jetzt nicht so viel Alkohol in unserem Körper, so quasi 0. Und das muss sich ändern. Oh ja. So geht's ja nicht. Ja, und da ist jetzt unser Busstop. Ja, allerdings. Und auf geht's. Miri, was bestellen wir jetzt? Ein Night Blossom. Das ist ein Slushy in Pandora. Den kennen wir schon, ne? Ja. Oh, mit Blümchen. Komm nicht da durch. In Holz geschossen. Und wonach schmeckt er? Fruchtig. Nach grüner Apfel. Und? Ich weiß nicht mehr. Grüner Apfel und? Ich denke, der wird genauso schmecken wie der Buzz Lightyear im Magic Kingdom. Ich denke, das wird das gleiche sein.
Da ist Kann es gut sein. ja Weintraube. Und wir gehen. So, was ist das? Das ist die The Lion King Scavenger Hunt. Da müssen wir jetzt an bestimmten Orten hier müssen wir jetzt Figuren suchen, und zwar hier diese. Dann müssen wir die da vorne aufkleben. Und dann bekommen wir, wenn wir das alles geschafft haben, bekommen wir irgendwie eine Kleinigkeit, ich habe keine Ahnung was, ein Outpost-Shop. Damit fangen wir jetzt an. Wir stehen jetzt, glaube ich, hoffentlich vor dem ersten. Vor 1 und 2 müssten wir jetzt stehen. Genau, dann gucken wir. Ja, von uns hier müsste irgendwas sein, ne? Ich habe ihn gefunden. Nee. Ist das Simba? Nee, Pumba, ne? Ja, wieder auch Nala. Ja, ist das Simba. So, du klebst auf, weil du beschwerst dich sonst wieder. Ist das Simba? Ganz Der klar. Dennis, der ist nämlich immer ein bisschen empfindlich, was das schräge Aufkleben angeht. Das stimmt gar nicht. Konnte man da nicht auch zoomen irgendwie? So? Ja, aber das ist doch dann kein. So, und die zweite müsste irgendwie da unten sein, ne? Da unten? So, also der erste war Simba. Der zweite müsste hier unten sein. Auf dem Schiff oder da an Land? So wie hier an Land, aber ich weiß auch nicht wo. Aber wir finden die Figur gerade beide nicht. Ich hab sie gefunden. Kann nicht so weit gehen, als wir hier gucken. Hier. Ah! Da ist Pumba. Pumba. Das ist Sticker Nummer 2. So, der dritte ist gar nicht so weit weg. Ist aufgeregt, Dennis? Ich bin ja sehr gut in sowas. Oh, ich habe ihn gefunden bestimmt. Ja, da oben in dem Ding, so. Sieht aus wie ein großer Löwe. Ja, das ist Da Mufasa. oben in dem Fenster ist Mufasa. Würde auch Mufasa sagen. Die sind auf jeden Fall ein bisschen schwerer versteckt, nicht so wie die Bienen letztes Jahr. Da haben wir schon 3. So, die So, wo Nummer ist die Nummer 4 vier? ist da hinten drin. Da hinten drin. Wenn das jetzt hier der Reihenfolge nach den Aufklebern geht, dann müsste das Team sein.
hier zu finden ist. Das wäre ja dumm. Ja, aber ich glaube, das ist so. Vielleicht da hinten drin. Oh, I see. I see this guy John. Ja. You're really warm, not warm enough. Warm enough? Let's put it this way. It's around the place that a lot of kids should be on. Yeah, you found it, see? See, kids should be on the shoulders, right? There's a lot of shoulders there. Thank you. Thank you. You're welcome. Ist dann doch nicht nach der Reihenfolge, ne? Wir haben gerade einen Tipp bekommen und da haben wir Ska. Also ist nicht Timon. So which one we have found so far? Na, Which one you got so far? 4. That's all the ones I know. I don't know the rest. Thank you, have a great day. So, Danny. jetzt Nummer 5. Oh, da müssen wir ein bisschen weiter weg jetzt. Okay, dann machen wir jetzt mal kurz aus. So, die Miriam hat das gerade gefunden. Ich glaube, das eine ist Lügnerin. Familie Simba. Was Hä? eine Ich hab dir das gesagt, guck Lügnerin. da oben drin. Ja, genau. Du Affe. Schon ein Beweis, da ist der Beweis nicht aufgefunden. Das ist die Familie Simba, Nala und wie hieß sie nochmal? Das Baby von denen? Keine Ahnung. Da ist doch Mufasa, Simba und die Mutter. Wie heißt die Mutter? Sarabi? Oder gibt es auch noch ein anderes? Ah ne, okay. Sarabi, ja. So, 6 weiter hier. Machen die. Na, wo ist denn der nächste? Da. Ha? Hier irgendwo. Schon hier. Ja, auch in dem Gebäude. Ja, da ist, meinst du? Ja. Ich hab gedacht, das wäre eine Figur zum Kaufen und dachte, diese bestimmt. Ach da, ich dachte, guck mal da. Oh, Die da Figur. auch. Ja, aber guck mal, das gibt's einmal. Aber Rafiki gibt's natürlich auch. Ich glaube, das ist schon Rafiki. Ja? Ja, ja. Beide sind hier nicht. Bist du sicher? Da bin ich ziemlich sicher. Ja. Ich hoffe. Aber das könnte auch. Ja, die standen alle auf so Dingern, ne? Auf der Plattform. Okay, jetzt haben wir Nummer. 7 ist raus, dann müssen wir mal in die Ecke. Wo? Hier, da ist. Da so. Da so.
müssen wir jetzt dahin. Kennedy, go look. Bisher sind wir sehr erfolgreich. Hier nach links. Yeah, she's gonna park. That's okay. Und meistens werden die so platziert, dass man da nicht rankommt, tatsächlich. Wir haben ihn gefunden. Ah! Timon! Da war Timon. Jetzt fehlen uns noch 9 und 10. 9 müssen wir wieder ein bisschen laufen. Okay.